Hallo zum neuen Pomade-Review. Heute mal ein bisschen was anderes. Ich zeige euch nämlich heute, wie ihr eine feste Pomade am besten bei lockigem Haar anwendet. Aber dafür muss ich mir jetzt noch ganz kurz die Haare waschen. So, ich bin zurück vom Haarewaschen. Das ist das Ergebnis. Ich bin nicht zufrieden. Aber erstmal Hallo und Servus aus unserem Showroom hier in Ottobrunn. Ich bin der Max, ich bin der Neue hier im Team und ich zeige euch heute, wie ich meine Haare mache, wenn die so ausgeschaut haben. Und dafür nehme ich heute Chrissys Tropenfieber. Bevor ich anfange, möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die unsere Videos anschauen. Und ich möchte euch daran erinnern, falls ihr noch nicht abonniert habt, klickt drauf, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Wird uns saumäßig freuen. Ich benutze immer einen Hair Tonic. Und zwar eins mit Öl. Jetzt nehme ich das von Jerry's, denn bei einem Hair Tonic mit Öl bekommt ihr gleich von vornherein noch ein bisschen Halt dazu. Und das ist das, was ihr braucht, wenn ihr versucht, eure Mähne zu zähmen. Ein paar Spritze in die Hand. Schön verteilen. Das Ganze ordentlichst einarbeiten. Warum ich das Ganze jetzt mache, um euch mal zu zeigen, dass ihr euch die Frisur nicht noch machen könnt, wenn ihr so Haare habt wie der Alex, der sie schön glatt hat und der einfach nur den festen Halt von den Pomaden mag, sondern dass ihr die auch hernehmen könnt, wenn ihr sie wirklich braucht. Einen noch. Zur Pomade selbst. Die hat der Alex an sich schon mal reviewed. Bei mir ist jetzt der Unterschied, dass sie einen anderen Duft hat und ganz bisschen stärker ist vom Halt. Zum Kamm. Ich nehme einen mit groben, mit feinen Zinken. Die groben dann vor allem nach dem Einarbeiten, dass man leichter durchkommt. Das ist eine Katastrophe, ich hasse es. So, und dann die feinen, später dann fürs Feintuning. Pomade auf, stinkt normal wie die andere auch. Und das Geile ist bei der, das ist der Duft. Das ist so ein bisschen, als würdest du den Kopf in Obstsalat tunken. Es ist einfach genial. Du hast so schön viele verschiedene Zitrusdüfte drin, Zitrusnoten, die sind der Wahnsinn. Mal rausholen, bisschen Druck, aber das ist bei den Festen ja immer so. Ich nehme erstmal so viel, schön in den Händen verreiben, geht wie geschmiert. Und bei den festen Pomaden ist es immer, man braucht Wärme, man muss viel und auch ein bisschen länger in den Händen verreiben. Schaut dann ungefähr so aus, leicht gelblich, geht aber nicht in die Haare. Und jetzt rein damit und überall. Vorne, hinten, die Seiten, alles, damit ihr auch den gröbsten Wirbeln sagen könnt, was sie zu tun haben. Und anders als der Flo nehme ich den zweiten Finger nicht, weil ich möchte, sondern weil ich muss. Was mir auch besonders gut gefällt an der Chrissy, dass sie tatsächlich, obwohl sie so eine feste Pomade ist, doch noch einen richtig geilen Glanz in die Haare bringt. Macht einfach Spaß. Und der Duft, der bleibt so schön lange. Du riechst immer richtig schön fruchtig. Besonders im Sommer, genial. Jetzt schauen wir mal, der erste Test. Ja, schaut schon ganz gut aus. Man sieht Halt, man sieht, die Haare sind schon fast ganz gerade. So, dann erstmal mit der groben Seite durch. Vom Halt her kommt sie fast an die Womanizer ran. Und die Womanizer sind extra gemacht dafür. Wenn ihr euch mal den Carsten anschaut, der die braut, der hat quasi Korkenzieherlocken. Das ist unglaublich, was der für Locken hat. Und wenn ihr ihn dann aber mit gemachten Haaren seht, mit seiner Tolle seht, dann wisst ihr genau, der versteht sein Handwerk. Anders als der Alex und der Rest hier überall im Team, nehme ich zum Styling einen Afro-Kamm her. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und zwar entscheidet sich das auch im Styling generell, denn, ich kann es euch mal zeigen, was ich jetzt mache. Ich ziehe mir die Haare erstmal alle komplett nach oben. Und auch da seht ihr schon, sind quasi keine Locken mehr vorhanden. Es ist fast schon gerade. Und dann, das war nämlich auch noch, was viele gefragt haben, wir sollten doch bitte mal zeigen, wie wir uns die Tollen machen. Das ist ziemlich schwierig, das so
pauschal zu sagen, weil jeder andere Haare hat und jeder ein anderes Haarstyling benötigt. Also der Alex kann euch gerne zeigen, wie er seine Tolle macht, aber wenn ihr daheim steht vom Spiegel und das ausprobiert, kann es gut sein, dass ihr verzweifelt, ob ihr das genau so macht wie der Alex. Das funktioniert bei mir nämlich auch nicht. Wenn ich die Haare nach hinten kämme und dann nach vorne schiebe, kann ich mir zwar eine schöne Tolle hochziehen, aber hinten steht alles kreuz und quer weg. Ja, und das bringt ja nichts. So, grobes Styling im Afro-Kamm gemacht. Und jetzt geht es dann ans Eingemachte. Ich fange meistens mit den Seiten an, dass ich mir die zur Seite lege. So, dann erst grob wieder. So, alles ein bisschen hinkämmen. Da ist es dann auch wieder die Frage, wie lockig sind eure Haare, wo habt ihr die Wirbel und vor allem habt ihr einen anständigen Haarschnitt. Ich wollte am Anfang auch nicht glauben, dass wirklich ein richtiger Haarschnitt so viel ausmachen kann, aber es ist tatsächlich der Wahnsinn. So, das ist jetzt nur relativ fix hingemacht. Ich werde vermutlich, weil ich sehr penibel bin, was das anbelangt, in 10 Minuten werde ich mir wieder die Haare nachkämmen, weil ich dann doch merke, ach ja, hier vielleicht, hinten die eine Stelle, die könnte noch und sowieso. Aber an sich bin ich relativ zufrieden. Was ihr machen könnt, wenn ihr auch Locken habt und ihr jetzt, so wie ich, sage mal, die Tolle nach hinten, klappt bei euch nicht so gut. Versucht es am Anfang mit einem Seitenscheitel. Erst die Haare rüberziehen und dann zum Beispiel im Afro-Kamm oder mit einem grobzinkigen, dann nach oben ziehen. Wenn ihr die Welle in die Richtung habt, kriegt ihr gleich viel Volumen rein, die Form wird gleich schön vorgegeben und die tut euch am Anfang leichter. So habe ich auch angefangen und habe mich jetzt dann mit der Zeit, so da noch ein bisschen, genau, habe ich mich hingearbeitet zu dem, was ich jetzt am Kopf trage. Und ich muss sagen, ich schaue mich immer wieder gerne an dem Spiegel. Chrissys, aus Chrissys Barbierstube, Björn macht die. Hammerprodukt. Ich habe mich vor allem bei der ich habe sie einmal hergenommen, ich habe mich direkt rein verliebt. Ich bin jedes Mal wieder, ich kann nicht aufhören. Allein der Duft, Flo hat es gerade auch gesagt, überall und er ist genial. Es macht einfach Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen, wärmstens ans Herz legen. Probiert euch durch, schaut auf unserer Seite, was wir alles da haben. Wir haben so unglaublich viel, wir haben so viele schöne Produkte. Das ist der Wahnsinn. Das wäre es jetzt erstmal von mir an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, wenn wir euch, egal welches Produkt, reviewen sollen, schreibt uns das in die Kommentare. Wenn ihr andere Fragen habt, wir sind immer da. Ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Wir sind für euch da. Für eure Fragen sind wir zuständig. Danke fürs Anschauen.